Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf diesem Kanal. Ich möchte mit dir heute über das neue Thema sprechen, nämlich OpenAI und Sora, beziehungsweise die neue Video-Kreierungs-AI, die man sozusagen mit Text befüttern kann und da kommt dann ein Video raus. Ich finde das so super spannend, weil das natürlich für das Web und auch für Websites an sich dann in der Zukunft relativ viel heißen wird und ich möchte jetzt auch ein bisschen mehr darüber sprechen, was sich denn hier im Thema künstliche Intelligenz auch im Web tut, also im Webdesign im Speziellen, weil mich das natürlich auch irrsinnig betrifft und auch, ja, was ich auch spannend finde. Wir gehen jetzt da mal direkt rein. Warum ist das jetzt so einem großen Ding geworden? ChatGPT hatte schon damals im November 22 oder wann das war, eine riesige Aufmerksamkeit auf sich gezogen, vor allem auch, und das ist das Spannende, in der breiten Masse. Das heißt, wir haben nicht nur das so bei Tech-Nerds oder so wie bei mir, der sich halt darum tagtäglich kümmert, sondern wir haben das in der breiten Masse gehabt, ja, dass auf einmal Schüler und Schülerinnen mit dem Ding gearbeitet haben, Lehrer und normale Menschen, die sich gedacht haben, ich schreibe jetzt irgendwie damit eine Geburtstagsnachricht. Und das ist das Spannende daran und deswegen finde ich das auch umso spannender, weil hier sind wir jetzt an dem Punkt, wo ich mir denke, das könnte auch spannend werden im Sinne von Deepfakes, also sprich Deepfakes in Form dessen, dass mich dann irgendjemand irgendwann nachmacht zum Beispiel oder eben, es gibt es eh schon in der Form, dass es Streams gibt, wo eben jemand anderer sozusagen streamt oder eben auch große Streamer sich sozusagen dupliziert haben mit einer künstlichen Intelligenz und du dem dort Fragen oder der Fragen stellen kannst und nicht mehr dir selber. Was jetzt aber im Besonderen bei Sora so spannend ist, wir haben hier so ein paar Beispiele, mit dem Prompt immer darunter. Das heißt, du kannst auf openai.com/Sora gehen und dir das anschauen. Hier zum Beispiel ist der Prompt: A stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm, glowing neon and animated city scenage. Ja, und das sieht man jetzt eben alles hinten. Kannst sich das dann anschauen, auch runterladen. Hier hat man auch immer rechts die Bemerkung sozusagen, diese Sachen, die sich darauf und runter bewegen, dass man weiß, okay, das ist AI gemacht und im Großen und Ganzen schaut das schon richtig, richtig gut aus. Hier und da sind ein paar Dinge mir aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, das verstehe ich nicht ganz. Jetzt sehen wir hier zum Beispiel auch ein Mammut, das erstellt wurde und es schaut halt echt verdammt gut aus. Also auch die Qualität von dem Ganzen. Hier ist vielleicht jetzt der Schnee so ein bisschen komisch. Also weiß jetzt nicht, ob sich der so verhalten würde, aber genau, hier hat man dann noch so einen Trailer, den haben sie auch geteilt. Also du kannst, ich gebe dir beide Links unten hin, das YouTube-Video von OpenAI direkt, die das vorstellen. Und ich gebe dir auch die Webseite hin, wo sie eben auch diese ganzen Beispiele drauf haben. Ja, das heißt, wir haben hier zum Beispiel eine Drohnenaufnahme, die auch relativ genau beschriftet unten wurde. Und aber auch so surreale Dinge. Also sprich, das waren ja jetzt eher sehr echte Themen, die man auch abfilmen kann und das natürlich auch nutzen kann. Jetzt muss man das natürlich weiterdenken, wenn jetzt jemand Drohnenaufnahmen zum Beispiel von Paris, New York oder was auch immer benötigt, kann er die dann hier mit dem erstellen und auch nutzen. Das ist sehr spannend. Oder eben auch so Hochformatbilder mit sehr scharfen Aufnahmen, aber auch Sachen, die man sich einfach ausdenkt, weil hier ist es zum Beispiel ein Close-up von einem ziemlich realen Boot, was in einem Café herumschwimmt. Hier sehen wir allerdings, dass wenn man ganz genau hinschaut, dass das nicht ganz stimmig ist teilweise. Teilweise besser, teilweise nicht so gut. Aber so für einen kurzen Moment, wenn man das zum Beispiel auf eine Webseite nehmen würde, würde das, glaube ich, niemand checken oder auch niemand verstehen. Es gibt wirklich viele Beispiele, auch lustige natürlich, die man jetzt so aus dem AI-Thema oder auch aus Midjourney kennt. Aber manche Sachen, hier hat man es zum Beispiel gesehen, sind es die Hände. Hände ist so eine Sache bei künstlicher Intelligenz, die verhalten sich irgendwie komisch. Habt ihr das gesehen? Wenn man hier in diese Ecke reinschaut, hat die Hand etwas Komisches gemacht, auch wenn sie jetzt keine echte ist. Aber das ist mir bevor bei einem anderen Video auch aufgefallen. Das hat mich extrem beeindruckt. Das ist sozusagen ein SUV, der verfolgt wird. Also ist in dem Fall sollte ein Range Rover sein und wird verfolgt und die Qualität ist extrem gut. Und ich schaue jetzt noch kurz, ob ich dieses Bild von dieser Geburtstagsfeier mit den Händen bekomme. Da habe ich nämlich mir gedacht, da sieht man, dass es nicht so ganz stimmig ist. Ansonsten sind halt wirklich die Sachen richtig, richtig gut. Also natürlich kann man auch eben so Dinge machen, die eben nicht möglich sind, also sprich rein so filmthematisch. Da wird es natürlich super spannend, weil ich glaube, dass einige es dann schaffen werden, vielleicht Filme selber zu kreieren, ohne dass irgendwas benötigt wird oder dass jemand da dabei sein muss. Das heißt, irgendwie ein 14-Jähriger, der relativ kreativ ist, könnte dann so seine eigenen Dinge damit drehen. Und natürlich auch für mich oder auch in der Werbung könnten wir natürlich viel machen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel etwas anders nutzt für so Einblendungen, wo man kurz etwas erklären möchte, kann man ja, wenn ich zum Beispiel sage, die meisten Menschen machen XY,
ja, und ich mache dann eine Einblendung von Menschen, kann ich diese dann natürlich mit diesem AI-Modell viel einfacher machen bzw. tätigen. Genau, und hier habe ich das Video, was mir ein bisschen Angst gemacht hat. Das ist sozusagen eine Geburtstagsfeier. Und hier links, wenn wir jetzt hinschauen, sieht man, wenn wir auf die Hände genau schauen, was daraus wird. Also es ist echt eine komische Sache. Und wenn ihr jetzt nämlich euch die Position der Hand sozusagen in diesem Bereich anschaut, und da weiß die AI nicht, was sie mit dieser Hand machen soll. Ja? Und das sind solche Sachen, die mir halt auffallen, beziehungsweise die mir teilweise auffallen, die dann natürlich spannend sind, wie die dann in einem Endmodell aussehen, beziehungsweise am Ende des Tages aussehen können. Aber in Wirklichkeit ist es halt wirklich richtig cool gemacht. Man sieht auch hier ein paar Hunde, das heißt, schaut euch das mal an. Ich werde dazu dann in der Zukunft noch mehr Videos machen, weil es mich einfach super interessiert und ich das gerne auch eben auf Webseiten von Kunden etc. einsetzen würde, wo man einfach eben teils Dinge besser erklären möchte und grafisch darstellen möchte, was irgendwie auch ein bisschen die Zukunft ist. Und ich werde euch eben auch noch ein paar Dinge zeigen, die vielleicht dann auch noch in diese Richtung gehen, was AI und andere Themen betrifft, also sprich Chatbots und Sachen, die halt eben auch im Webdesign-Bereich liegen, die ich spannend finde oder die ich euch so ein bisschen mitgeben möchte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne ein Abo da, beziehungsweise aktiviere auch die Glocke, damit du jederzeit eine Videobenachrichtigung bekommst, wenn etwas hochgeladen wird von mir. Und mich würde es natürlich extrem freuen, wenn du unten in die Kommentare reinschreibst, was hältst du von OpenAI Sora, beziehungsweise was findest du spannend an diesem ganzen Thema. Und lass mich auch gerne wissen, wenn du andere Themen hast, die ich mal so ein bisschen mir anschaue, weil ich immer mir auch in diesem Bereich Themen anschaue, die ich spannend finde. Ich wünsche dir viel Spaß jetzt beim Anschauen des Videomaterials und wir sehen uns wie gewohnt im nächsten Video. Bis bald.